Moin moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und heute gibt es hier eine Runde Shakes and Fidget. Der Elevator ist wieder vorbei. Ja, so schnell er kam, so schnell ist er auch wieder weg. Und dieses Mal habe ich natürlich für euch auch wieder eine Liste über alle Gilden weltweit. Welche Gilden sind die stärksten der Welt? Welche sind im Elevator am weitesten gekommen? Und welche haben am meisten Höllenmarken gesammelt? Es gibt natürlich leider keine interne Rangliste dafür. Es gibt zwar eine internationale Ehrenhalle, dort sind aber halt eben normale Spieler und Gilden halt eben vorhanden. Dann hat man die Gildenrangliste für den Elevator. Das befasst aber nur halt eben den eigenen Server und sonst nichts weiter. Ja, und deswegen machen sich da Spieler, wie zum Beispiel der Tim, jedes Mal die Mühe, um so eine globale Weltrangliste mit allen Elevator Top-Gilden auszuarbeiten. Und deswegen vielen lieben Dank auch an der Stelle wieder an Tim Hot-Tab für die Liste hier. Ja, danke. Und wenn wir hier mal einen Blick rauf riskieren, dann sehen wir, dass auch dieses Mal die Endgegner wieder die Gilde Number One sind mit 10,58 Millionen Höllenmarken, ganz knapp gefolgt von Mirror of Time, die ein bisschen vor den Endgegnern gewesen sind. Wer die Videos aufmerksam verfolgt hat, da hatten wir das Thema ja behandelt, dass Mirror of Time die Gilde gewesen ist, die anfangs das Rennen gemacht hatte, deutlich mehr Höllenmarken gehabt hat als die Endgegner und zum Schluss dann doch nochmal die Endgegner Mirror of Time überholt haben von den Punkten her. Ja, aber nichtsdestotrotz ist das trotzdem eine sehr, sehr starke Leistung, denn im Vergleich zum letzten Mal hat hier Mirror of Time 5 Plätze gut gemacht. Letztes Mal war es wohl auch schon so gewesen, dass sie die Endgegner die ersten Tage besiegt haben, aber dann halt eben weit abgestiegen sind. Heute konnten sie sich halt eben relativ weit oben in der Ehrenhalle halten und sind damit Platz 2 weltweit mit den meist gesammelten Höllenmarken diesen Elevator. Ja. Dann haben wir hier die Unfassbaren. Glückwunsch an der Stelle mit 10,29, also auch sehr knapp. Alles hier beieinander und sind hier auf f17.de vertreten. Haben auch hier 2 Ränge gut gemacht zum letzten Mal. GZ an der Stelle wirklich krass auf jeden Fall. Haben sogar hier die Gods of Light überholt, die letztes Mal auch schon auf Platz 4 gewesen sind, so wie es aussah. Nur die Unfassbaren haben hier ein paar Plätze gut gemacht. Wir haben hier auch noch zum Beispiel vom August die aktuelle Rangliste. Da sieht das Ganze ein bisschen anders aus. Ja, da haben wir zum Beispiel die Unfassbaren auf der 5, Mirror of Time auf der 7. Ne? Das ist jetzt alles ein bisschen, hat sich alles ein bisschen gewandelt. Diesmal haben wir die Endgegner Alpha, die 3 Ränge minus gemacht haben, hier noch auf der 5, Phoenix auf der 6, Avalanche 7, dann auf der 8 Division Dreamers, dann auf der 9 Rising Phoenix. Ja, wir haben diesmal auch wieder unseren Platz halten können. Wir haben uns zwar nicht verschlechtert, aber auch nicht verbessert und konnten damit ein solides Top 10 Ranking weltweit halten. Da ist ja mein Battlemage hier in der Gilde drin und da sind wir auch sehr stolz drauf, sag ich mal. Wir haben auf unserem Server natürlich die 1 hier wieder gehittet. Ja, das sieht man hier auch an der Stelle. Und sind sehr, 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 sehr knapp an der 8 dran und ja, auch relativ knapp an der 7. Das ist alles relativ nah beieinander. Also das ist schon auf jeden Fall fürs nächste Mal ist es, denke ich mal, machbar. So, ne? Aber die anderen Gilden, die schlafen natürlich auch nicht. Wie gesagt, das sind die besten Gilden der Welt. So, wer aber hier neu ist in der Top 10, das ist Crit Happens. Ja? Auf F23 haben wir hier vorher so in der Liste auch noch nicht gehabt. F23 ist neu dazugekommen. Man sieht es ja, sie kommen hier aus der Versenkung und machen erstmal 233 Ränge plus und sind hier ganz, ganz, ganz weit oben mit dabei. Also hier der Server mit der Gilde auf jeden Fall ein Top-Performer und da denke ich mal, wird das in Zukunft wahrscheinlich noch potenziell eher Richtung oben gehen auf jeden Fall. Das ist die Top 10 für dieses Jahr und sehr, sehr cool. Hier haben wir noch so ein paar kleine Side-Stats, sag ich mal, wie viele Länder von überall so vertreten sind. Wir haben hier die internationalen Welten
die hier mit 195 Gilden am Start sind. Ja, die Deutschen mit 85, dann haben wir die Tschechen mit 67 und dann die Polen mit 46. Ja, also es ist eigentlich so wie immer, muss ich sagen. Klar, die Int-Welten sind natürlich auch sehr beliebt, aber DE, Tschechien und Polen sind wirklich die 3 Core-Länder, sag ich mal, die wirklich die meiste Spielerschaft hat und auch die stärkste Spielerschaft und die auch schon am längsten hier, denke ich mal, so bei dem Spiel auch so mit dabei sind. Das sind wirklich so die Hauptländer, würde ich mal so sagen, auch mit der größten Community. Und das macht sich hier im Ranking auch nochmal sehr bemerkbar, muss ich sagen. Wir können hier natürlich auch nochmal ein bisschen runtergehen. Vielleicht seht ihr ja euch irgendwo hier auch vertreten. Dann könnt ihr das natürlich auch sehr gerne in die Kommentare schreiben. Wenn ich dran denke, versuche ich mal die Rangliste zu verlinken. Dann könnt ihr euch da selbst nochmal so ein bisschen durchwursteln, ja, und gucken, ob ihr hier auch irgendwo mit dabei seid. Ne? Wir haben hier auch unsere Gilde, hier die Holzfällerhütte, die auch 7 Ränge plus gemacht hat. Ja, also auch eine kleine Verbesserung in Bezug auf das letzte Mal. Wir sind auf unserem Server, aber halt eben leider nur auf Platz 4, weil wir halt eben auf W50 spielen und W50 ist halt einfach ein Brecher-Server, das muss man einfach so sagen. Also wir können gleich nochmal in eine andere Liste reinschauen, da sieht man das auch nochmal, aber W50 ist halt wirklich, ne, also das ist schon sehr, 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 sehr krass, ja. Wir gehen noch ein bisschen weiter runter, ne, damit wir hier vielleicht noch die ein oder andere Gilde sehen. Ihr könnt das ja so ein bisschen abhängig von euren eigenen Punkten machen und wo ihr euch so hier ungefähr befindet, dann seht ihr auch, okay, ja, auf der und der Platzierung seid ihr jetzt weltweit. Die Liste geht auf jeden Fall so ein bisschen, ja, ab hier wird es dann relativ ungenau, ja, also hier haben wir dann nicht mehr wirklich alle Daten hier auf jeden Fall, aber die Top 500 sind hier vertreten. Genau, so, dann suche ich nochmal ganz kurz einen anderen Screenshot raus. So, wir haben jetzt nochmal eine Liste hier, die hatte ich jetzt nochmal gerade auch von Tim bekommen. Und zwar sehen wir hier die Server beziehungsweise die Elevator Rankings von den Servern, die noch nicht fusioniert worden sind. Da haben wir ein paar internationale Welten mit unter, da haben wir ein paar lokale Welten mit dabei. Und die haben alle noch keine Fusion erlebt. Die anderen sind ja meistens schon Server, die fusioniert worden sind. Da finden sich dann gewisse Gemeinschaften denn und dadurch entstehen unter anderem wirklich Mega-Gilden, die extrem, extrem stark sind. Ne? Dadurch hat man ja auch zum Beispiel hier so einen krassen Zuwachs hier bei manchen Gilden. Und wie gesagt, das sind hier die Server noch ohne Fusion und dementsprechend, wir haben hier W50 natürlich, die hier mit als Top-Performer auch wieder mit dabei sind. Von den Servern, die halt eben auch noch nicht fusioniert sind, ist halt W50 mit dabei. Und da haben wir hier Crit Happens und Dead Valley auf den ersten beiden Plätzen. Crit Happens hier auch sehr stark abgeschlagen von der Konkurrenz, also das ist wirklich krass, was die hier für einen Vorteil haben. Royal Angels haben wir von einem polnischen Server, von einem Po-Server. Live in PH haben wir hier, tschechischer Server. Und Knights Husseini haben wir dann auch schon wieder W50. Ja, was sehr krass ist, muss ich auch sagen, haben wir hier Shakes and Twitchit, die auf S43.de spielen. Ich weiß gar nicht, wir haben hier sonst von S43 keine weitere Gilde. Wir haben auch nicht von W60 oder so hier, glaube ich, eine Gilde, weil die hier in den Top 30, glaube ich, einfach nicht vertreten sind von den Punkten her, weil ansonsten würde ja hier auch W60 stehen. Ist natürlich der letzte internationale Server W60 und dementsprechend wahrscheinlich auch noch nicht so sehr weit wie zum Beispiel andere Server, die ja ein bisschen älter sind, wie zum Beispiel W50, ne? Da sind natürlich 10 Server nochmal dazwischen. Dementsprechend sind die halt eben auch nochmal stärker. Und genau, da befinden wir uns mit der Holzfällerhütte hier auch in den Top 10 Bereichen. Sehr, sehr knapp hier auch alles. Das ganze Feld hier ist ziemlich nah beieinander, muss ich sagen. Am Ende des Tages kann man natürlich sagen, dass hier und da durch das Ranking natürlich das nicht ganz genau so wiedergeben kann, weil manche Server sind jünger, manche Server sind älter, ja, und generell beim Elevator in diesen
Ranglisten kommt es halt eben auch drauf an, okay, wie hart pilzt eine Gilde eben auch in Gemeinschaft rein, um halt eben auch ja, in der Ehrenhalle sehr weit oben zu stehen. Und der Elevator ist zwar weitestgehend Free-to-Play, aber wenn es halt um die Höllenmarken geht, dann sind die Pilzer schon von Vorteil. Ja, ich meine, mehr als Platz 1, 2 oder 3 kannst du eh nicht so erreichen dadurch. Das heißt, du kannst nicht durch mehr Pilze noch mehr Rewards bekommen, ne? Und auf den ersten 3 Plätzen ist der Reward ja sowieso gleich. Allerdings kannst du halt eben sehr viel mehr Höllenmarken für deine Gilde farmen als Pilzer. Und wenn das halt eben in Gemeinschaft passiert, dann ja, hat man halt eben auch Gilden, die vielleicht sogar jünger sein können. Das sehen wir ja zum Beispiel auch hier in den Top-Gilden. Mirror of Time hat zum Beispiel sehr hart am Anfang reingepilzt und hat dadurch die Endgegner temporär auf Platz 2 geschmissen. Ja, aber sie konnten halt eben dieses Niveau nicht die ganze Zeit halten, weil die Endgegner halt eben wahrscheinlich nicht so die Hardcore-Pilzer sind, aber haben dann doch noch deutlich stärkere Accounts und über die Zeit hat sich dann halt eben auch gezeigt, über die 10 Tage, dass die Endgegner sich halt eben auch nicht die Butter vom Brot nehmen lassen. Ja? Deswegen, aber trotzdem ist es möglich, mit viel Pilzeinsatz auch deutlich höher in der Rangliste hier zu kommen. Ja, das wollte ich euch nur mal zeigen. Ich hoffe, vielleicht war das für den einen oder anderen ein Mehrwert. Falls es der Fall sein sollte, könnt ihr ja sehr gerne eine Bewertung oder einen Kommentar dazu dalassen. Ja, würde mich auf jeden Fall auch sehr freuen. Ansonsten Celtic hier auf Platz 30. Ja, da haben wir minus 5 Plätze gemacht. Da haben wir ja auch ein bisschen abgebaut im Vergleich zum letzten Mal. Horizon auch sehr stark abgesagt, minus 15 Plätze gemacht hier. Also haben ja entweder nicht so gut performt oder haben halt einfach nicht eingesehen, so viele Pilze in den Elevator zu stecken, um halt eben ja irgendwie mehr Elevator-Marken zu haben als notwendig, weil so oder so ist die Gilde auf unserem Server hier Platz 1. Das heißt, warum sollte man dann noch mehr Pilze in den Elevator stecken, wenn man eh schon Platz 1 ist? Ja, macht ja keinen Sinn. Und deswegen kann ich das auch verstehen, dass wenn man lokal sicher auf Platz 1 ist auf seinem Server, eben auch nicht viel mehr Pilze irgendwo reinsteckt, um halt eben eventuell in der globalen Rangliste oben mitzuspielen. Da müsste es so eine globale Rangliste in-game geben und für diese globale Rangliste müsste es auch nochmal Rewards geben, damit die Gilden weltweit auch angehalten sind, eventuell mehr in den Elevator zu investieren, damit man dort auch nochmal Rewards bekommt. Ne? Aber das ist halt eben nicht der Fall. Wäre irgendwie ein cooles System, würde ich feiern, wenn es sowas auch in-game geben würde, so eine Liste. Aber ist halt eben nicht der Fall und deswegen auch nicht weiter relevant. Gut, Freunde, das war's soweit von mir. Ich wünsche euch noch einen super schönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.